Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutsch Doppel. Ich bin Maria. Und ich bin Lukas. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir darüber, wie die Digitalisierung unseren Alltag verändert hat. Und zwar im Großen und im Kleinen. Der Anlass für unser Thema war eigentlich ganz banal. Letzte Woche stand ich im Supermarkt an der Kasse. Vor mir hat jemand mit dem Smartphone bezahlt. Einfach kurz das Handy hingehalten, fertig. Ich musste an meine Kindheit denken, als man noch mit Münzen und Scheinen bezahlt hat. Da wurde mir bewusst, wie selbstverständlich digitale Lösungen inzwischen für viele geworden sind. Das stimmt. Und ich habe letztens gemerkt, wie abhängig ich schon von digitalen Tools bin. Ich war unterwegs und wollte in ein Café, aber ich hatte mein Portemonnaie vergessen. Zum Glück reichte mein Handy, sowohl für die Bezahlung als auch für den Impfnachweis. Früher wäre ich einfach wieder nach Hause gegangen. Es gibt so viele alltägliche Situationen, in denen Digitalisierung eine Rolle spielt. Nicht nur beim Bezahlen, sondern auch beim Arbeiten, Lernen, Kommunizieren oder sogar beim Sport. Aber ist das wirklich immer positiv? Oder gibt es auch Nachteile? Digitalisierung macht vieles leichter. Ich kann zum Beispiel mit meiner Familie in Österreich regelmäßig Videotelefonieren. Früher waren Auslandsgespräche teuer. Heute ist das mit einem Klick möglich. Das schafft Nähe, obwohl wir weit entfernt sind. Andererseits, wenn ich an meine Eltern denke, sehe ich auch Schwierigkeiten. Sie sind nicht mit digitalen Medien aufgewachsen. Für sie ist es manchmal anstrengend, neue Technologien zu lernen. Ein Online-Formular auszufüllen oder eine App zu installieren, ist für sie keine Kleinigkeit. Das ist ein wichtiger Punkt. Während für viele Jüngere Digitalisierung selbstverständlich ist, fühlen sich manche Ältere abgehängt. Je digitaler unser Alltag wird, desto mehr entsteht die Gefahr, dass Menschen ausgeschlossen werden, die mit der Technik nicht zurechtkommen. Es gibt zwar Kurse für Senioren, aber ich habe den Eindruck, dass viele Angebote nicht wirklich niedrigschwellig sind. Die Digitalisierung kann also auch zu sozialer Ungleichheit führen, wenn nicht alle mitgenommen werden. Ein Bereich, in dem die Digitalisierung besonders sichtbar geworden ist die Arbeitswelt. Während der Pandemie haben viele Menschen im Homeoffice gearbeitet. Ich fand das praktisch. Kein Pendeln, flexiblere Arbeitszeiten, mehr Zeit für mich. Für mich war das eher schwierig. Mir haben die Gespräche mit Kollegen gefehlt und ich hatte das Gefühl, dass die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen. Es ist nicht so einfach, nach Feierabend abzuschalten, wenn der Laptop immer griffbereit ist. Das stimmt. Einerseits ermöglicht Digitalisierung mehr Flexibilität, andererseits kann sie dazu führen, dass wir immer erreichbar sind. Manche berichten sogar von mehr Stress und Druck, weil sie das Gefühl haben, ständig online sein zu müssen. Und nicht jeder Beruf kann digitalisiert werden. Pflegekräfte, Handwerker oder Menschen, die im Einzelhandel arbeiten, können nicht einfach ins Homeoffice wechseln. Die Digitalisierung verändert also die Arbeitswelt, aber nicht für alle im gleichen Maße. Digitalisierung beeinflusst nicht nur unser Privatleben und die Arbeit, sondern auch die Gesellschaft insgesamt. Es entstehen neue Geschäftsmodelle wie Online-Shops, Streaming-Dienste oder Plattformen für Carsharing. Gleichzeitig verschwinden traditionelle Angebote. Es gibt immer weniger klassische Videotheken oder Buchläden, weil vieles online passiert. Das ist einerseits bequem, andererseits geht dadurch auch ein Stück Kultur verloren. Außerdem stellt sich die Frage, wie sicher unsere Daten sind. Je mehr wir online machen, desto mehr persönliche Informationen geben wir preis. Es gibt immer wieder Berichte über Datenlecks oder Hackerangriffe. Viele Menschen sind deshalb vorsichtig oder skeptisch. Die Digitalisierung bietet viele Chancen, aber auch neue Risiken.
Während wir früher vielleicht Angst vor Taschendieben hatten, müssen wir heute unsere Passwörter schützen und auf Phishing-Mails achten. Maria, mir ist aufgefallen, dass wir im Zusammenhang mit Digitalisierung oft den Infinitiv mit zu benutzen. Zum Beispiel: Es ist schwierig, neue Technologien zu lernen. Oder: Es ist wichtig, Passwörter zu schützen. Das ist eine typische Konstruktion, wenn wir ausdrücken wollen, dass etwas gemacht werden muss oder schwierig ist. Stimmt. Man kann auch sagen, viele Menschen haben Angst, persönliche Daten preiszugeben. Der Infinitiv mit zu ist also praktisch, um Handlungen zu beschreiben, die notwendig, möglich oder wünschenswert sind. Vielleicht achtet ihr mal darauf, wie oft ihr diese Struktur im Alltag benutzt. Sie ist wirklich sehr nützlich. Auch in der Freizeit ist Digitalisierung allgegenwärtig. Viele Leute streamen Serien, hören Podcasts oder nutzen Apps, um Sport zu machen. Ich habe zum Beispiel eine App, die meine Laufstrecke aufzeichnet und mir Tipps gibt, wie ich meine Leistung verbessern kann. Ich finde das praktisch, aber manchmal frage ich mich, ob wir nicht zu abhängig sind. Früher habe ich einfach Musik gehört oder draußen gespielt, ohne ständig auf das Handy zu schauen. Heute ist es fast normal, dass man beim Spazierengehen Podcasts hört oder beim Kochen ein YouTube-Video laufen hat. Es gibt ja sogar digitale Spieleabende oder Online-Kochkurse. Einerseits verbindet das Menschen, die weit weg sind. Andererseits kann es dazu führen, dass man sich weniger im echten Leben trifft. Nicht nur die Freizeitgestaltung, sondern auch unsere sozialen Beziehungen verändern sich dadurch. Je mehr wir digital machen, desto weniger persönliche Begegnungen gibt es vielleicht. Das ist schade, denn manche Dinge lassen sich digital einfach nicht ersetzen. Zum Beispiel eine echte Umarmung oder ein gemeinsames Essen. Ein weiteres Feld ist die Bildung. Digitalisierung ermöglicht es, von überall aus zu lernen. In der Pandemie gab es Online-Unterricht, digitale Lernplattformen und virtuelle Klassenzimmer. Das hat viele Vorteile, besonders für Menschen, die auf dem Land leben oder wenig Zeit haben. Andererseits haben manche Kinder und Jugendliche Probleme gehabt, weil sie keinen guten Internetzugang oder keine eigenen Geräte hatten. Auch hier zeigt sich, Digitalisierung ist nicht für alle gleich zugänglich. Nicht nur der Zugang, sondern auch die Motivation ist unterschiedlich. Manche lernen lieber mit echten Büchern oder in einer Gruppe. Für andere ist es leichter, digitale Tools zu nutzen, weil sie flexibler sind. Ich glaube, die Mischung macht's. Es ist gut, die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen, aber traditionelle Methoden nicht komplett zu vergessen. Jetzt möchten wir euch einladen, kurz nachzudenken. In welchen Bereichen nutzt ihr Digitalisierung am meisten? Gibt es Situationen, in denen ihr lieber analog bleibt? Und habt ihr das Gefühl, dass die Digitalisierung euch mehr Freiheit gibt oder eher mehr Stress? Vielleicht könnt ihr euch auch fragen, was ihr vermissen würdet, wenn es plötzlich keine digitalen Angebote mehr gäbe. Oder umgekehrt, was würdet ihr gewinnen, wenn ihr einen Tag lang komplett offline wärt? Ein großes Thema ist der Datenschutz. Viele Menschen machen sich Sorgen, dass ihre Daten missbraucht werden könnten. Ich kenne Leute, die sehr vorsichtig sind und kaum etwas im Internet preisgeben. Zum Beispiel keine Fotos posten oder keine Online-Banking-Apps nutzen. Ich gehöre eher zur anderen Gruppe. Mir ist der Komfort wichtiger, auch wenn das ein gewisses Risiko bedeutet. Natürlich sollte man nicht leichtsinnig sein, aber ich denke, dass man ohne ein gewisses Vertrauen in die Technik kaum noch am Alltag teilnehmen kann. Es gibt ja auch Gesetze wie die DSGVO, die unsere Daten schützen sollen. Trotzdem bleibt ein gewisses Misstrauen. Je mehr wir digital machen, desto größer wird die Verantwortung für jeden Einzelnen, auf die eigenen Daten zu achten. Manche meinen, dass es besser wäre, weniger persönliche Informationen zu teilen.
Andere sagen, dass man den Fortschritt nicht aufhalten kann und sich anpassen muss. Ein Aspekt, den man oft vergisst, ist die Umwelt. Digitalisierung kann Ressourcen sparen, zum Beispiel Papier, weil viele Dinge digital erledigt werden. Andererseits verbrauchen Server und Geräte viel Strom und alte Handys landen oft im Müll. Das ist ein guter Punkt. Je mehr wir digitalisieren, desto mehr müssen wir auch an nachhaltige Lösungen denken. Recycling, energiesparende Geräte und bewusster Konsum werden immer wichtiger. Es gibt also nicht nur Vorteile, sondern auch neue Herausforderungen. Die Digitalisierung ist kein Allheilmittel, sondern ein Prozess, den wir aktiv gestalten müssen. Fassen wir zusammen. Digitalisierung hat unseren Alltag in vielen Bereichen verändert. Beim Bezahlen, Arbeiten, Lernen, Kommunizieren und in der Freizeit. Es gibt viele Vorteile wie mehr Flexibilität, Komfort und neue Möglichkeiten. Gleichzeitig entstehen aber auch neue Probleme: soziale Ungleichheit, Datenschutz, Umweltfragen und die Gefahr, dass persönliche Kontakte verloren gehen. Die Digitalisierung ist also ein zweischneidiges Schwert. Je mehr wir sie nutzen, desto wichtiger wird es, bewusst damit umzugehen und auch die Risiken zu sehen. Es ist eine Entwicklung, die nicht aufzuhalten ist, aber wir können entscheiden, wie wir sie gestalten. Jetzt interessiert uns eure Meinung. Schreibt uns in die Kommentare. Welche Erfahrungen habt ihr mit Digitalisierung im Alltag gemacht? Gibt es Bereiche, in denen ihr bewusst auf digitale Lösungen verzichtet? Oder nutzt ihr jede neue App sofort? Wir sind gespannt auf eure Geschichten und Perspektiven. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir freuen uns auf eure Kommentare und wünschen euch eine gute Woche, digital oder analog. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch Doppel.